Vor 20 Jahren hatte ich die Vision, dass ich eines Tages mit dem Segelboot über den Atlantik fahren werde, um dann in Südamerika zu reisen. Ich habe gespürt, dass ich eine Mission auf dem Atlantik habe. Ich wusste nicht genau, was es ist, aber mir war klar, dass es mit Atlantis zu tun hatte. Und letztes Jahr ist diese Vision dann Realität geworden. Begleite mich jetzt im ersten Teil meiner Reise über den Atlantik. Ja, ich grüße euch, ihr Lieben, zu dem heutigen Online-Treffen. Es geht um meine Visionsreise über den Atlantik nach Peru und wieder zurück nach Spanien. Und ich werde was über meine Reise erzählen. Wir werden aber auch am Anfang eine Anbindung, eine Erdlichtanbindung machen, dass wir alle so ein bisschen auf einer Schwingung sind. Und ich möchte euch einfach ein paar Impulse mitgeben, was für mich spirituelles Reisen bedeutet und einfach auch Impulse so für den Alltag, wie Überwindung von Ängsten und ja, was du einfach tun kannst, um den nächsten Schritt in deinem Leben zu gehen und dich auch wieder dran zu erinnern, welche Kraft und Macht du eigentlich in dir hast. Und die liebe Magdalena ist dabei heute und wird mich interviewen, um das Ganze etwas lebendiger zu gestalten. Und vielleicht magst du kurz was, zu dir sagen, Magdalena, wie wir auch zusammengefunden haben, ja. Gerne, danke. Ja, auch von mir herzliches Hallo und willkommen zu diesem gemeinsamen Abend. Es freut mich, dass ich da heute dabei bin und dass ich dich, liebe Indira, durch diesen Abend begleiten darf mit meinen Fragestellungen. Ja, mein Name ist Magdalena und zusammengefunden haben wir ja mittlerweile doch schon ein paar Jahre her, wie ich das erste Mal bei dir ein Retreat gemacht habe in den Berchtesgadener Alpen. Und letztes Jahr war ich dann noch einmal dort, wo ich das speziell nochmal genossen habe, dass das Retreat hauptsächlich im Freien stattgefunden hat. Also wir haben ja auch da das Wetter total auf unserer Seite gehabt. Und da habe ich einfach auch nochmal so diese Kraft der Natur spüren dürfen, die da diese Heilarbeit ganz natürlich unterstützt hat. Ich habe dann auch natürlich deine Reise über den Atlantik auf den sozialen Kanälen mitverfolgt. Und in einem Telefonat haben wir da jetzt ja schon vorab einiges, oder hast mir schon vorab einiges erzählt. Und das war dann Ja, also der ausschlaggebende Punkt, wo wir gesagt haben, gut, machen wir ein Video oder ein Interview drüber. also das ist mir einfach auch ein Anliegen, das, 'n bisschen mehr in die Welt zu tragen, was ich da erlebt habe. Und ja, das, ist eben so in diesem Gespräch, was wir hatten, so schön entstanden. Und da habe ich gesagt: „Komm, lass uns das zusammen machen.“ Und ich möchte natürlich, euch auch mitgeben, dass man kann natürlich ganz viel alleine machen, aber manchmal brauchen wir auch Unterstützung. Das habe ich eben vor allem beim Zurückkommen gemerkt. Also, ich arbeite ja auch seit 18 Jahren mit den Menschen und gebe ihnen Impulse, um sich energetisch zu harmonisieren, innere Sachen zu heilen, zu transformieren, auf den Seelenweg zu kommen. Und, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass ich diese ganzen Methoden bei mir anwende. Aber manchmal ist es so, dass ich einfach auch die Hilfe von außen brauche. Und das ist dann eben bei der Rückreise passiert, wo ich wirklich in 'ne Krise gegangen bin. Und das war sehr intensiv und, aber das war eben Teil von dieser ganzen Reise und, war letztendlich ein Geschenk. Ja, und da werden wir auch noch 'n bisschen drauf eingehen. Dann beginnen wir jetzt mit der Erdlichtanbindung. Schließ deine Augen, atme ein paar Mal tief durch und komm über die Atmung vom äußeren Raum in deinen inneren Raum. Zentriere dich dabei in deinem Herzen. Beginne deine Atmung entlang dem vertikalen Lebensstrom zwischen Erde und Himmel auszurichten. Atme von deinem Herzen in deine Wurzeln aus, von deinen Wurzeln über dein Herz in deine Krone ein und dann über das Herz wieder in die Wurzeln aus. Stell dir dabei eine stehende Acht vor, die sich immer wieder in deinem Herzen überkreuzt. Und dann beginne deine Atmung immer weiter auszudehnen, immer tiefer in die Erde ausatmen und immer höher hinauf in die Krone einatmen.
solange bis die Ausatmung den Erdmittelpunkt erreicht und deine Einatmung das Zentrum der göttlichen Quelle, des göttlichen Lichtes. Und du spürst, wie sich dein ganzes Bewusstsein dabei ausdehnt und wie du dich daran erinnerst, dass du wie ein Baum bist, der seine Wurzeln tief in der Erde hat, dessen Stamm dein Körper ist und dessen Krone dein Geist. Und du warst schon immer angebunden, du hast es nur in der Illusion der Trennung vergessen. Und du spürst über diese Anbindung, wie der Erdstrom aufsteigt, durch deinen ganzen Lebensbaum hindurch, hinauf, über die Krone in das Licht und wie der Lichtstrom hinabfließt durch die Krone hindurch deinen Körper, durch die Wurzeln hindurch in die Erde. Beide Ströme gleichen sich in deinem Herzen aus, vereinen sich hier und öffnen dein Herz, machen dein Herz weit, damit du deine Seelenenergie empfangen kannst, damit sich der Strom der Seele verstärkt. Lass deinen ganzen inneren Raum erfüllen von den Erdlichtenergien, von deiner Herzensenergie und der Seelenkraft. Spüre noch einen Moment nach, wie sich diese Anbindung anfühlt, diese Rückerinnerung. Und komm ganz an im Hier und Jetzt. Und dann zentriere dich nochmal in deinem Herzen. Spür die Ausdehnung in die Unendlichkeit. Und dennoch spürst du, wie du in deinem Herzen und in deiner Mitte zentriert bist. Und dann atme ein paar Mal tief durch und komm wieder langsam zurück in die äußere Welt. Was hat dich konkret dazu motiviert, bewegt, dass du gesagt hast, ich möchte mit dem Segelboot den Atlantik überqueren? Also es war so, dass ich vor 20 Jahren ungefähr hatte ich die Vision, dass ich irgendwann mit dem Segelboot über den Atlantik fahre, um in Südamerika zu reisen, weil ich gespürt habe, dass ich auf dem Atlantik einen Auftrag habe. Und ich wusste nicht genau, was das für ein Auftrag ist, aber ich habe einfach gespürt, dass es wichtig ist und dass es auch mit Atlantis zu tun hat. Also, ich weiß nicht, wer von euch sich schon ein bisschen mit Atlantis beschäftigt hat. Atlantis ist so vor 20 Jahren zu mir gekommen und damit hat es auch zu tun. Also, diese Vision war zeitgleich zu dem, wo Atlantis so in meinem bewusst war mir das schon als Kind, aber ich wusste halt nicht, dass es Atlantis war, woran ich mich erinnere. Und dann habe ich mit ungefähr 30 auch 'n Buch gelesen von der Diane, Cooper, glaube ich, über Atlantis und dann, ja, kam das irgendwie eins zum anderen, ja. Und dann habe ich diese Vision, die war immer so 'n bisschen im Hintergrund, die war jetzt nie so präsent, ne? Und ich habe jetzt auch nie irgendwie mit Segeln dann angefangen. Also, ich habe ab und zu war ich mal auf'm Segelboot, aber ich habe nie segeln gelernt. Und dann ist dieser Impuls immer stärker geworden und dann habe ich vor, ja, das war jetzt 1,5 Jahren, im Oktober 2023. Da habe ich dann angefangen, mit Segel, also nicht wirklich Segelschein, sondern ich habe 'n Segelkurs gemacht und habe einfach gemerkt, dass mir das total viel Freude macht und dass es wie die Vorbereitung drauf war für diese Mission, ja, die ich da auf dem Atlantik habe. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung gehabt, was das genau ist. Das hat sich letztendlich dann erst gezeigt, einen Tag, bevor wir dann wirklich am Atlantik, in der Mitte waren auf der Reise. Ja, Mhm. Ja, vielleicht genau. kommen wir später noch dazu, wie es dir dann gelungen ist, die Mission zu erfüllen.
Aber Mhm. vorher noch zu diesem Vorab, wenn du das mir jetzt erzählst, was du davor hast, sage ich mal, da kommt bei mir gleich so einmal das Wort Mut Ja, und auch das Wort Angst. ja. Ähm, und da ist meine Frage, wie hast du letztendlich diese Entscheidung dann getroffen oder den Mut aufgebracht, diese Entscheidung zu treffen und dann auch durchzuziehen? Also, ich wollte schon vorletztes Jahr über den Atlantik fahren und nachdem ich dann einen Segelkurs gemacht habe ich mich dazu entschlossen, nach, Portugal zu gehen auf 'n Boot und dieses Boot sollte über den Atlantik. Und letztendlich war es dann so, dass ich auf 'm anderen Boot gelandet bin, weil das Boot kaputt gegangen ist. Und das war wirklich schon so, ich kannte diese Leute überhaupt nicht. Ich bin von einem Hafen zum anderen zu Leuten, 3 Männer waren das, die ich nicht kannte. Und ich habe innerhalb von, ja, sage ich mal, einer Stunde entschieden, ob ich da mitfahre oder nicht. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen und 3 Stunden später haben wir den Hafen verlassen. Und ja, ich habe es einfach abgefragt. Also, ich habe, unterschiedliche Abfragemethoden. Eine davon ist die Kinesiologie. Und, ja, und dann gehe ich auch über die Quelle natürlich und es kam 'n ganz klares Ja, dass ich mitfahren soll, ja. Und es war aber schon so 'n Schritt, wo ich dachte so: „Okay, ich fahre jetzt mit 3 Männern, die ich überhaupt nicht kenne“, beziehungsweise den einen kannte ich, weil mit dem einen war ich vorher im BlaBlaCar. Also, das muss man sich auch mal vorstellen, diese Synchronizität, ja? Ich bin hier von Spanien nach Portugal mit'm BlaBlaCar gefahren, was ich nie mache, diese Mitfahrgelegenheit. Und in diesem Auto sitzt ein Mann, der auch gesagt hat, er fährt mit dem Boot Richtung Kanaren. Das ist schon abgefahren, ja. Und der hatte mich dann Witzig. eben gefragt, ob ich nicht mit denen mitkommen möchte. Und das Ding war halt, dass wir dann auf der ersten, das war eben vorletztes Jahr, dass wir schon nach 2 Tagen den Motorausfall hatten und Autopilotausfall. Das heißt, wir waren im Endeffekt 5 Tage, 24 Stunden am Steuer mussten wir sein, ja, weil das Boot ja nicht mehr über den Autopiloten gesteuert werden konnte. Und ja, so lernst du's halt, ja, so wie im Leben auch. Also, wenn du immer nur zuschaust, dann lernst du's nicht, ja? Und wir waren einfach gezwungen, ja, weil wenn einer alleine, der segeln konnte, das wäre einfach total anstrengend geworden. Und so haben wir einfach gelernt, das Boot zu steuern. Aber das war schon so grenzwertig. Also, ich habe wirklich so in einem Moment gedacht: „Okay, das war's jetzt“, ja. Ich habe einfach viel gebetet, dass wir das überleben mit 5 Meter Wellen. Und das war so die erste Erfahrung, wo ich wirklich auch über, sage ich mal, jetzt weiter weg von der Küste gefahren bin, ne, von Portugal auf die Kanaren. Und das ist halt einfach 'n ganz anderes Gefühl, wie wenn du nur an der Küste entlang fährst, ja. Spricht man schon von ein paar hunderte Kilometern, wo man dann eigentlich weg vom Boot Ja, ist. so es sind so ungefähr 300 Meilen, ja, Mhm. genau. Und da hatte ich, also, da bin ich dann 'n paarmal, hin und her gesegelt zwischen Portugal und Kanaren und ich hatte so 'n Druck auf dem Magen. Ich hatte wirklich Angst, weil mein Plan war ja, über den Atlantik da schon zu fahren und dann eben weiter nach Südamerika. Und letztendlich habe ich mir das aber selber erschaffen, dass ich dann nicht drüber gefahren bin. Also, weil einfach aufgrund von dieser Angst, ja. Und diese Angst ist dann letztes Jahr natürlich auch wieder da gewesen, weil letztes Jahr war's dann so, dass eben genau der, mit dem ich da auch, das erste Mal auf die Kanaren gefahren bin und 'n anderer Mann, der Bootseigentümer, den habe ich letztes Jahr auch kennengelernt und die haben mich gefragt, ob ich eben mit möchte über 'n Atlantik. Und ich hatte das, also, letztes Jahr im November war das, ich hatte das überhaupt nicht geplant. Ich dachte, ich mache das irgendwann, weiß ich nicht. Und dann war wieder diese Todesangst, ja. Ich habe also wirklich so gesagt: „Ich will nicht sterben.“ Ja, das war wirklich so. Ich habe es sogar zu meiner Freundin gesagt und auch zum Freund von mir. Und der hat dann zu ihm gesagt: „Ja, du wirst schon nicht sterben und wenn du stirbst, dann soll's halt so sein.“ Und ich so: „Nein.“ Und, ja, das sind ja einfach so, da werden einfach unsere tiefsten Urängste getriggert, ja, weil du bist halt so ausgesetzt, ja. Wenn du mit'm Auto unterwegs bist, ja, haben wir vorher schon gesprochen, dann hast du das irgendwie noch mehr unter Kontrolle. Aber du bist einfach so den Naturgewalten ausgesetzt, dass ja, du kannst eigentlich nur dein Leben in die Hände Gottes geben, wenn du das machst, ja. Auch wenn jetzt vielleicht das Risiko zu sterben im Autoverkehr vielleicht, proportional höher ist, aber dennoch ist es einfach dieses Gefühl, du bist auf diesem Boot auch gefangen, ne? Und dann bist du auf so 'ner kleinen Plastikschale, weiß ich nicht, 2.500 Meilen von der nächsten Küste entfernt, ne?
ich konnte mich nicht komplett von dieser Angst befreien auf der Reise, ja. Was hat dir geholfen oder wie bist du da mit der Angst umgegangen? Was hat dir Ja, das dabei war wirklich, ich geholfen? bin immer wieder diese Anbindung, die wir am Anfang gemacht haben, ich bin immer wieder reingegangen in diese Anbindung und, habe einfach wirklich auch, ich habe geschützt, was, also jeden Einzelnen auf dem Boot energetisch und auch das Boot, ja? Also, das ist so was, was ich auch euch gerne mitgeben möchte. Also, wenn ihr reist, vielleicht macht ihr das eh schon, aber das habe ich auch schon bei den Reisen, die ich gemacht habe, immer mit dem Bus von Spanien nach Deutschland, dass ich immer alles in so dunkelblaues Licht eingehüllt habe. Also, erst dunkelblau, dann violett und goldfarben. Und es war wirklich erstaunlich, weil wir hatten z da möchte ich dann auch noch was dazu sagen, weil unsere Reise war am Anfang nicht so unter 'nem guten Stern. Und weil wir sind bei rückläufigem Merkur losgefahren und, am 24., weil die Ark, das ist die Regatta, mit der wir mitgefahren sind, die fährt am 24. los, egal was ist, mehr oder weniger, ne? Und der rückläufige Merkur, der war genau in diesen 3 Wochen, wo wir den Atlantik überquert haben. Und es waren so widrige Umstände, dass total viele Boote Probleme hatten, auch mit der Elektronik und Sachen sind gebrochen und so weiter. Und wir waren eines der wenigen Boote, das haben wir dann in der Karibik erfahren, denen nichts kaputt gegangen ist, ja? Gar nichts, ja? Und ich mit jedem Boot, mit dem ich gesprochen habe in der Karibik, die hatten irgendwas gebrochen. Und, so habe ich einfach schon gemerkt, ja, dass das auch was hilft und wir sind doch einen sehr, wie soll ich sagen, noch relativ guten Kurs gefahren. Und, ja, das ist einfach so diese göttliche Führung, die ja auch im Leben so wichtig ist, ja? Nicht nur, wenn ich jetzt 'ne Atlantiküberquerung mache. Und das ist halt auch so 'n Impuls, den ich gerne mitgeben möchte, dass wir uns einfach mehr führen lassen von dieser inneren Anbindung, von dieser inneren, was letztendlich auch unsere göttliche Führung ist, wenn wir die, ja, diese Anbindung an die Seele auch wieder herstellen, sonst geht's nicht, ne? Wenn wir versuchen, vom Kopf her zu leben, dann, ja, wiederholt sich oft, das Leben oder Situationen im Leben und wenn wir dann geschehen wirklich so wundersame Dinge auch, ja, genau. Jetzt bin ich, glaube ich, 'n Ähm, bisschen vom Kurs abgekommen, gell? na, das passt schon. Du hast halt jetzt schon mitgeteilt, dass eigentlich Ja. und also, dass unter keinem idealen Stern wirklich gefahren seid. Ne, war's nicht. Also, wenn ich jetzt, sage ich mal, mit 'nem privaten Boot, was jetzt nicht mit dieser, also, es war 'n privates Boot, aber im Rahmen dieser Regatta. Und wenn Menschen den Atlantik überqueren, die nicht mit der Regatta fahren, die spüren natürlich da viel mehr rein. Also, wenn da jetzt irgendwie die Winde nicht ideal sind, dann warten die lieber. Das kann aber auch dann sich Wochen oder Monate auch manchmal ziehen, ja? Weil die Wetterbedingungen, die sind so durcheinander und die sind einfach auch nicht mehr vorhersehbar und das macht das Ganze halt auch so riskant, ja. Und, aber wie gesagt, das ist halt das Thema mit der Regatta, dass sie, und das ist auch schon bekannt, dass es so 'n bisschen 'n Risiko ist, ne, dass sie dann einfach am 24. alle Boote losfahren. Und es waren Mhm. 140 Boote, die losgefahren sind und ungefähr noch mal 100 Boote, die sozusagen mit dieser Regatta gefahren sind, obwohl sie nicht angemeldet sind, weil sie sich dann sicherer gefühlt haben, ja. Und es ist so delikat auf dem Ozean und auf'm Boot. Also 'ne kleine Kleinigkeit kann schon dazu führen, dass irgendwas bricht. Ne, wenn das Hauptsegel von einer Seite auf die andere schwingt und man das nicht vorsichtig macht und es geht in einem, dann kann halt der Mast brechen, ja. Mhm. Und ich kenne nichts auf der Welt, was ich bisher erfahren habe, gut, ich meine, auf'm Mount Everest war ich noch nicht, aber was so viele Komponenten beinhaltet wie das Segeln. Und im Endeffekt ist das wirklich, ich sage immer, Meditation in Aktion. Weil es ist ja auch so, du hast hier die Abgrenzung, die Reling sagt man, glaube ich. Ich kenne die Ausdrücke auf Deutsch gar nicht so, weil ich's immer nur auf Englisch oder Spanisch gelernt habe. Und wenn du da nur 'n bisschen das Gleichgewicht verlierst, dann liegst du im Wasser, ja? Also, du hast hier ist das Leben auf diesem Boot und nur 'n bisschen daneben ist der Tod letztendlich oder potenziell. Also, es gibt schon 'ne Chance, dass man gerettet wird und das, erfordert einfach so viel Achtsamkeit in jedem Schritt, den du tust, ne? Und wenn du nur einmal blöd stolperst, dann liegst du im Ozean und das Boot fährt weiter und wenn du Glück hast, wird dann noch 'n Rettungs Ring geschmissen, ja, den du Mhm. noch greifen kannst. Aber es ist tatsächlich auch ein junger Mann von 'nem anderen Boot, der ist, über Bord gegangen, der hat's nicht überlebt, ja, die haben den nicht mehr gefunden, weil die Wellen sind dann so hoch gegangen von 4, 5 Meter auf 8 Meter und dann siehst du nichts mehr, ne?
Und das Mhm. war halt eben auch so. Wir sind die ersten Tage hatten wir gar keinen Wind, was auch herausfordernd ist, sind wir mit Motor gefahren. Dann verbrauchst du schon mal Diesel, den du eigentlich am Schluss brauchst. Und dann nach 'n paar Tagen, da kamen dann eben 8 Meter Wellen und 40 Knoten Wind. Und ja, also das war schon so, boah, das war echt herausfordernd, ja. Würdest du sagen, dass das auch das Extreme war, was du auf dem Extremste war, was du auf dem Boot erlebt hast, oder war da noch was anderes? Ja, es war alles irgendwie extrem. Allein wenn du kochst, ja, du schmeißt ja ständig hin und her und, aber ich habe mich dann irgendwann dran gewöhnt und Gott sei Dank hatte ich auch keine Seekrankheit. Aber es ist eben dieses Jahr auch das Kochen ist eigentlich unvorstellbar, ne? Also, wenn du dir vorstellst, das Boot schwingt die ganze Zeit so hin und her und manchmal hat's mich richtig auch durch die halbe Küche geschmissen. Und, ja, es erfordert einfach in jeder Sekunde Achtsamkeit und Meditation heißt ja im Endeffekt, dass du in deiner Mitte bist, ja, dass du konzentriert bist auf das, was du tust. Und das fordert das Boot und grade bei so 'ner Atlantiküberquerung einfach in jeder Sekunde letztendlich, ne? Und ich habe immer gemerkt, wenn irgendjemand nicht achtsam war, ob ich das jetzt war oder wir waren ja zu viert insgesamt, da war noch 'n anderer Mann dabei, dann ist immer irgendwie was halt so gelaufen, was nicht so gut war, ne? Ja. Ähm, Ich habe ja schon zu Beginn zu dir gesagt, es heißt jetzt nicht, dass jeder von uns eine Atlantiküberquerung machen muss, um so die eigenen Grenzen Ne, auszuloten. Aber was würdest ich du glaube nicht, sagen, ne. Ne. wie kann die Reise, die du jetzt gemacht hast und deine Erfahrung, wie kann die anderen Menschen, wie kann die uns helfen? Was können wir da mitnehmen? Also, das war wirklich vor allem bei dem ersten Mal, wo ich schon rüber wollte, hatte ich so das Gefühl, das hat richtig so 'n Sog kreiert. Ich habe das natürlich schon auch vielen Menschen hier erzählt in Spanien und andere haben's auch mitbekommen. Und das war wirklich wie so 'n energetischer Sog, wo Leute mir auch gesagt haben: „Boah, in dir das hat mich wirklich dazu inspiriert, den nächsten Schritt in meinem Leben zu gehen.“ Also, so nach dem Motto: „Wenn du jetzt über den Atlantik, gehst, dann kann ich auch den nächsten Schritt gehen“, obwohl das gar nix mit Segeln oder Atlantiküberquerung zu tun Mhm. hatte. Und das fand ich einfach total schön. Also, das war Mhm. einfach 'n total schönes Gefühl, die Menschen so zu inspirieren, ne? Im Mhm. Endeffekt inspiriert mich das ja auch wieder. Also, das ist ja so 'n Austausch, ne? Und, ja, dass wir einfach diese Ängste, die wir haben also, zu den Ängsten möchte ich auch noch kurz was sagen, weil das ist wirklich teilweise so absurd. Ich surfe ja so 'n bisschen auch schon, seitdem ich hier bin, seit 18 Jahren. Und wo ich dann zurückgekommen bin von der Atlantiküberquerung, hatte ich echt Angst, mit meinem Board ins Wasser zu gehen. Also, ich war das kann doch nicht sein. Was ist da los? Ja, dann gehe ich über den ganzen Atlantik und dann habe ich aber Angst, mit meinem Board alleine ins Wasser zu gehen. Und das habe ich dann Schritt für Schritt einfach, indem ich es gemacht habe, überwunden. Jetzt habe ich das nicht mehr. Jetzt springe ich einfach rein und auch ohne Board. Und da war irgendwie noch so 'ne Restangst da, ne? Aber das da sagt jeder: „Ja, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn.“ Und oft ist es wirklich so, dass wir diese Ängste auch in dem über also, wir natürlich gibt es viele Methoden, ne? Ich meine, das machen wir auch in der Energie und Heilarbeit, im spirituellen Coaching, auch in dem Onlinekurs, den ich habe, wo du wirklich viele Methoden bekommst, dass du es auch unterstützen kannst. Ich frage dann viel über den Armlängen-Test ab oder über diese Erdlichtanbindung, dass du immer wieder ins Vertrauen gehst. Und auch zum Beispiel, dass du über die emotionale Transformation deine Emotionen auflöst. Das sind alles Werkzeuge. Und manchmal ist es so, dass wir's einfach auch nur tun müssen, ja. Also, wenn ich jetzt noch mal so 'ne Atlantiküberquerung machen würde, würde ich natürlich mit 'ner ganz anderen Haltung da reingehen, weil mich Leute gefragt haben, ob ich's noch mal machen würde. Ich war natürlich super froh, wieder Erde unter den Füßen zu haben, aber ich habe direkt danach gesagt: „Ja, ich würde es tatsächlich noch mal machen“, ja. Nicht mehr in der gleichen Mhm. Konstellation, aber ich habe jetzt nicht gesagt: „Ne, würde ich nie wieder tun.“ Mhm. Ja. Und es ist ja so, dass ungefähr 90% der Ängste, die wir haben oder sogar mehr, die werden nie eintreten. Und wenn wir die Ängste aber ständig behalten, dann erschaffen wir es ja noch dadurch, ne? Also, wir kreieren das. Also, ich kenne das von mir auch, ja, vor allem von früher, wenn ich vor irgendetwas Angst habe ich habe früher immer Angst gehabt, meinen Geldbeutel zu verlieren, ja? Und dann habe ich den 5-mal hintereinander verloren und dann das 5. Mal war in so 'ner extremen Situation in New York, wo ich da stand, gar nichts mehr hatte, dass ich durch diese extreme Situation diese Angst überwunden habe. Ich habe, glaube ich, den danach vielleicht habe ich ihn noch einmal verloren, aber das ist ja jetzt schon über 30 Jahre her, ne?
Also, das ist wirklich so, dass wir vom Leben manchmal dann auch so in diese extremen Situationen reingedrückt werden, wo wir das dann dadurch überwinden können. Aber für mich ist es auch tatsächlich der tagtägliche bewusste Umgang mit meinen Gedanken und mit meinen Emotionen, ja. Und da war schon ganz schön was los auf dem Boot. Also, da hatte ich schon so Momente, wo ich echt kurz gedacht habe, ich kriege Panik. Also, ich so nach dem Motto: „Ich komme hier nicht weg“, ja. Also, das kann sich anfühlen wie so 'n Gefängnis. Es kann wunderbar sein, aber es kann auch sich wie so 'n Gefängnis anfühlen, obwohl du ja diese Weite und alles hast, ja. Und Mhm. da habe ich dann schon so meine Methoden dann angewendet und gesagt: „Okay, zentriere dich wieder, atme.“ Also, Atmung ist auch 'n ganz zentraler Bestandteil, das, was wir auch am Anfang gemacht haben, ne? Zum Beispiel diese senkrechte Atmung immer wieder entlang dieser vertikalen Anbindung zwischen deinem Herzen, zwischen dem Zentrum der Erde und zwischen der Quelle, weil alleine diese Ausrichtung, die hilft dir schon, dass du wieder ruhiger wirst, ja, und dass du diese Ängste transformieren kannst in dir, ja. Und das ist ja auf'm Boot letztendlich auch so, ja. Ich meine, der Freund von mir, der hat zu mir gesagt, ich wäre zu stark in der Angst, aber letztendlich haben alle irgendwo Angst gehabt, ja. Also, auch wenn sie's nicht zugegeben haben, aber ich habe das ja gespürt, ne? Also, da war keiner wirklich frei komplett frei von Angst. Vielleicht der vierte Mann, weil der hat schon so 'n bisschen abgeschlossen mit seinem Leben, der wollte es einfach nur genießen, ja. Der war eigentlich am coolsten. Ja. Mhm, Genau. Und danke. ich meine, ich kann das auch ja, ich kann auch sagen, dass ich Angst ich bin generell im Leben relativ angstbefreit, aber das war so wirklich, wo ich gemerkt habe: „Boah, da kommt's wirklich voll durch“, ja, diese, ja, Todesangst, ja. Ich kann nicht sagen, dass ich die jetzt schon überwunden habe, aber es fühlt sich trotzdem anders an, Mhm, ja. danke. Mhm. Nichtsdestotrotz stelle ich's mir sehr erleichternd vor, wieder, festen Boden unter den Füßen zu haben. Wie war da das erste Gefühl? Ja, das war super schön, wirklich, muss ich sagen. Also, ich habe halt auch, festgestellt ich dachte vorletztes Jahr noch, dass ich auch mal monatelang auf'm Meer leben könnte. Und das habe ich aber nach dieser Überquerung nicht mehr gehabt. Also, es war wirklich so, dass nach 2 Wochen haben wir alle gesagt, wir würden gerne ankommen. Aber ich denke, wenn die Energie auf 'nem Boot anders ist, dann fühlt sich das auch anders an, ja. Mhm. Also, das hängt sehr stark davon ab. Und ich für mich der natürliche Lebensraum, ist einfach die Erde und mir fehlen einfach auch die Bäume und die ja, die Gerüche und alles. Also, das ist schon ein sehr rauer Lebensraum, das Meer, muss ich sagen. Und ja, ich habe, weil wir ja jetzt schon bei der Ankunft waren ich habe ja jetzt noch gar nichts zu der Mission, gesagt. Mhm. Das wäre Sollen wir das meine nächste Frage ah, das war die gewesen. nächste Frage, ja genau. Ob der Auftrag, die Mission geglückt ist. Ja, schon. Also, es war auch schwierig, weil das war wirklich so, ich habe dann mit, dem Freund von mir, der Skipper ich habe gesagt: „Bitte sag mir Bescheid, wenn wir ungefähr in der Mitte vom Atlantik sind“, weil da wusste ich, da habe ich das zu tun. Und dadurch, dass so viele Diskussionen auf dem Boot waren, musste ich mich noch mal extra konzentrieren, um mich zu konzentrieren auf das, was ich da zu tun hatte, weil ich wusste es tatsächlich nicht. Bis einen Tag vorher, wo wir in der Mitte angekommen sind, ungefähr vom Atlantik, ähm, da habe ich noch nicht gewusst, was ich eigentlich zu tun habe. Und dann kam das so langsam durch. Einen Tag ich bin immer wieder in Meditation dann gegangen, in die Anwendung und dann kam das so durch, dass es darum geht, so einen, Kristall zu aktivieren. Ne, Kristall nicht, Diamant, muss ich sagen. Und zwar ein Diamant, der aber also 'n normaler Diamant, der ist ja so nach unten spitz und oben so abgeschnitten. Und ich habe aber einen symmetrischen Diamanten gesehen und zwar war das so 12 Seiten, unten und oben. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich kann euch auch noch mal dann, wenn wir fertig sind im Nachhinein, kann ich euch das Bild schicken, was ich da aufgezeichnet habe, ne? Also, das waren praktisch 2 Spitzen nach unten und nach oben, die sich dann mit der Erde und mit der Quelle verbunden haben. Und unten 12 Seiten und oben 12 Seiten. Und da ging's eben darum, diese Diamantenergie zu aktivieren und was auch mit Atlantis zu tun hat. Also, es war dann so, dass diese Energie auch so nach außen ging. Also, es war nicht nur nach oben und nach unten, sondern die hat sich dann auch so verteilt, so eigentlich über die ganze Erde.
Und was noch war, was ich gesehen habe, dass wirklich so Meereswesen aufgestiegen sind über diesen aktivierten Diamanten und gleichzeitig ist von oben ganz viel Energie reingekommen von, sage ich mal, von den Sternenvölkern und vom Kosmos. Und interessanterweise, ich habe mit einer Freundin gesprochen, die macht auch Heilarbeit und die hat gesagt, dass kurz danach, ja, ich habe ihr das erzählt, so ganz viele UFOs gesichtet worden sind, ja. Also, das war öffentlich, ja. Und ich habe das noch nicht viel erzählt. Also, was ich da jetzt erzähle, das ist etwas, ja, was für mich sehr speziell und auch heilig ist. Und ja, es war also sehr kraftvoll und was wirklich auch noch ganz wunderbar war, dass wir danach die Sonnenaufgänge und Untergänge, die haben immer diese Strahlen gehabt, ja. Also, der Freund von mir, der hat immer gesagt: „Boah, schau mal, das sieht aus wie 'n Diamant.“ Bei dem habe ich das natürlich auch erzählt, ja. Und das waren immer so Strahlen, was aussah wie dieser Diamant. Und was dann auch noch so 'ne Bestätigung war, dass der Bootseigentümer, der hat früher mit Diamanten gehandelt. Das wusste ich überhaupt nicht, ja. Und, das sind einfach so Synchronizitäten, ja. Und als Bestätigung kam dann auch noch mal, weil man denkt sich dann manchmal schon, wenn so was reinkommt, denkst du dir: „Ja, ist das jetzt wirklich so?“ Oder, ja, dieses Thema, bilde ich mir das ein und so. Aber es kam dann immer mehr die Bestätigung, wo wir dann in der Karibik angekommen sind. Dann bin ich an 'nem Laden vorbei, da stand Diamond Girl. Dann bin ich, nach Martinique und da stand dann war 'n Felsen, der hieß Diamond Rock. Dann war noch mal so 'n Geschäft, wo auch irgendwas mit Diamond stand. Dann ist irgendwo das Lied „Like Diamonds in the Sky“ und also das und ich habe vorher nie was mit Diamanten zu tun gehabt, ja. Und was auch interessant ist, das habe ich erst vor 'n paar Tagen erfahren, dass ja der Diamant wird ja unter ganz großem Druck entsteht der in der Erde. Und dieses Bild wurde gleichgesetzt mit dem Prozess der Individuation. Das ist von Carl Jung geprägt. Und Individuation ist dann jetzt bin ich schon bei der Rückkehr, ich greife jetzt 'n bisschen vor. Das ist dieser Prozess, wenn du wirklich an den Kern deiner Themen kommst, ja? Und da wurde dieser Vergleich gestellt wie ein Diamant, der entsteht in der Erde unter tiefem Druck in der Dunkelheit, ja. Und so schließt sich dann wieder der Kreis und Mhm. das ist dann dieser Prozess, durch den ich anschließend gegangen bin. Aber mehr dazu dann entweder später oder im nächsten Teil. Ihr Lieben, das Interview ist dann doch etwas länger geworden und deswegen wird es einen zweiten Teil geben, wo du dann mit mir durch Peru reisen kannst und dieses Video kommt bald, also abonniere den Kanal, dann wirst du darüber gleich informiert. Und wenn dir der Beitrag gefallen hat, wäre es auch schön, wenn du auf den Like-Button klickst, weil das hilft einfach, dieses Video weiter zu verbreiten. Und ich möchte noch einen Nachtrag hinzufügen zu diesem Interview und da geht es um das Thema Meerwasser trinken. Das ist eine ganz wichtige Information, da habe ich schon ein Video dazu gemacht. Das verlinke ich hier und auch unten findest du den Link. Und ich war letztes Jahr war ich schon mal 6 Wochen auf Booten unterwegs und da konnte ich eben fast kein Wasser trinken, weil ich seit über 8 Jahren eigentlich nur Quellwasser trinke. Dann hat man ja auf den Booten nur dieses Plastikflaschenwasser und da ist mir eigentlich, ja, schlecht geworden tatsächlich davon. Und auf dem Boot bist du ja noch viel sensibler wie auf der Erde. Und dadurch ist dann im Nachgang habe ich diese Information bekommen, dass man das, Quellwasser oder auch das Plastikflaschenwasser mit dem Meerwasser vermischen kann. Und dadurch fällt es viel leichter, das zu trinken, weil es einfach unglaublich viel Mineralien hat, das Meerwasser. Und es gibt eine Ärztin in Nicaragua, die hat auch sehr viele Videos dazu, hauptsächlich in Spanisch, aber da werde ich unten auch noch den Link einstellen, wenn es dich interessiert. Manche Videos haben auch, glaube ich, den Untertitel auf Englisch. Und, ja, die heilen in dieser Universität mit Meerwasser. Das ist wirklich faszinierend. Und ich finde, dieses Wissen, das muss einfach raus in die Welt, dieses alte Heilwissen. Also schau dir diesen Beitrag von mir gerne an. Wenn du Unterstützung brauchst auf deinem Seelenweg, dann schau auch gern auf meiner Webseite nach. Da hatte ich ja am Anfang schon den Link auch dazu gestellt. Und ja, es ist einfach so wichtig, dass wir uns wirklich von der Stimme unseres Herzens und dem Ruf unserer Seele führen lassen. Dann freue ich mich, dich bald wieder zu sehen im nächsten Teil und alles Gute bis dahin. Ciao.